Hi Leute, wer das aktuelle Thema Balkonkraftwerk hier in Deutschland stark verfolgt hat, weiß, dass dieses Jahr sich sehr viel hier getan hat. Es gibt nämlich die neue VDE 4105 und diese reißt jetzt endlich die 2000 Watt Grenze. Was also bedeutet, wir können jetzt noch mehr aufs Dach oder an die Wand ballern. Pünktlich dazu hat natürlich jetzt Anker auch seine neue Anker Solix Solarbank vorgestellt. Und zwar hier die Anker Solix Solarbank 4E 5000 Pro. Wofür steht die 5000? Natürlich 5000 Watt Peak Solarleistung, PV-Leistung, die dieses Gerät verarbeiten kann. Aber ich weiß ganz genau, was euch jetzt unter den Nägeln brennt. Marc, ich habe doch schon den Vorgänger gekauft und dieser hat auch schon Akkus. Was mache ich denn jetzt mit den Akkus, die ich hier schon gekauft habe? Was mit den Akkus passiert, ob ihr sie weiterverwenden könnt und wenn ja, wie, das alles erfahrt ihr jetzt auch hier in diesem Video. Also bleibt dran! So, und lassen uns das Teil einfach mal auspacken. Ihr seht, sehr massiver Karton mit sehr massivem Gerät. Das ist mal ein richtiger Brocken. Hier seht ihr, wir haben auch alles in dem Karton, was wir für den Start brauchen. Hier oben sehen wir gleich eine richtig massive Anschlussleitung, Schokostecker. Hier kann man natürlich auch beim Hersteller direkt das Plug-in Power 2.0 Upgrade mitkaufen. Und so könnt ihr das Gerät auch über eine WLAN-Steckdose mit bis zu 2500 Watt Einspeiseleistung betreiben. Auch wichtig, da das Gerät recht schwer ist, haben wir hier diese Anschlusswinkel mit dabei. Damit können wir es dann dementsprechend auch gut an der Wand befestigen. Auch vielleicht für euch interessant ist hier dieser einreihige Smart Meter. Das ist der neue Smart Meter von Anker. Dieser bietet noch viel mehr Möglichkeiten als das Vorgängermodell. Ich zeige es euch hier oben. Wir haben hier zwei Anschlüsse. Das heißt, wir können hier oben zwei Wandlermessungen anschließen. Zum einen die Standardmessung, wie wir es schon kennen. Und zum anderen können wir das System nochmal mit einer PV-Anlage kombinieren. Und somit habt ihr mehr Möglichkeiten, das Gerät einzusetzen. Ganz wichtig, wir sind jetzt hier einreihig, denn im Zählerschrank ist in der Regel kaum Platz. Damit kommen wir dann deutlich besser zurecht und haben mehr Möglichkeiten in unserem vollgestopften Zählerschrank. Das könnt ihr dann schön von eurem Elektriker installieren lassen. Dann schauen wir mal schnell drüber. Ihr seht, das Gerät ist deutlich größer geworden als die Vorgängermodelle, besonders in die Höhe und in die Tiefe. Das müsst ihr mit einplanen und natürlich das Gewicht. Ja, das ist wirklich schwer. Wichtig, wir haben hier zwei vernünftige Griffe, wo wir das anfassen und transportieren können. Mein Tipp, also ich kann das Gerät gerade noch so heben. Für euch, ich würde euch zwingend empfehlen, nehmt das Gerät zu zweit und tut euch einen Gefallen in euren Rücken und tragt es bitte zu zweit. Wir gehen hier locker an die 50 Kilo ran. Was haben wir hier alles verbaut? Ganz wichtig, das Gerät ist natürlich wieder auch für innen wie für außen geeignet. Das heißt, das Gerät ist natürlich wieder IP66 zertifiziert. Genau das Richtige hier für meinen kalten Thüringer Winter oder das schlechte Wetter, was wir hier auch gerne mal haben. Somit ist es natürlich auch im Außenbereich einbaubar. Wir können mal ganz kurz drüber gucken, was haben wir hier noch so an Bord. So, dann seht ihr hier auf der Seite gleich die altbekannten MPPT-Träger, aber hier hat sich vieles getan, denn die Vorgängerversionen waren für die alte VDE oder die alten Standards gebaut. Hier ist jetzt ein neuer Standard da, das heißt, wir können hier bis zu 5000 Watt Anschlussleistung anbringen. Das heißt, effektiv bis zu 10 500 Watt Module oder insgesamt bis zu 12 Module können hier generell angebracht werden. Da wir hier 4 MPPT-Träger haben, braucht ihr dann hier noch solche Adapteranschlüsse. Dann könnt ihr auch mehrere PV-Module pro String anschließen. Das heißt, hier können wir dann natürlich auch mit dieser massiven PV-Power unsere 5 kWh Speicher in dem Gerät aufladen. Das ist natürlich das absolute Highlight von diesem System. Dann drehen wir es mal schnell um. Was sehen wir hier auf dieser Seite Schönes? Unsere Anschlüsse. Zum einen hier unseren Anschluss zum Netz. Wir sehen, wir haben hier einen komplett neu überarbeiteten Anschlussstecker. Dieser hat jetzt hier eine deutlich massivere Größe. Wichtig, wir können hier einen ganz normalen Schokostecker anbauen, aber das System auch mit der WLAN-Steckdose verbinden und somit haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit, bis zu 2500 Watt in das Netz abzugeben, wenn wir das dementsprechende Paket gekauft haben. Hier drunter ist eine Kommunikationsschnittstelle. Hier ist mir noch nicht bekannt, was man damit machen kann, aber sie ist auf jeden Fall schon mal vorhanden. Das heißt, hier wird es dann zukünftig vielleicht auch noch interessante Änderungen geben. Und dann haben wir unsere altbekannte Backup-Steckdose. Aber was heißt altbekannt? Hier hat sich auch vieles getan. Hier hat Anker stark auf euch, meine Zuschauer, gehört oder auf die Nutzer insgesamt. Hier haben wir jetzt 2500 Watt Ausgangspower. Hier können wir eine ganze Menge dran schließen. Ein Bypass-Modus ist hier natürlich auch möglich, bis zu 3600 Watt. Und ganz, ganz wichtig, wir haben hier auch eine USV-Funktion. Hier können wir wieder alle unsere sensiblen Geräte anschließen, die natürlich beim Stromausfall nicht ausfallen sollen.
Auf der Rückseite seht ihr das neue Kühlkonzept. Wir haben ja einen riesen Kühlkörper. Somit kann natürlich auch diese massive Leistung, die hier reingeht, ordentlich gekühlt werden und somit auch in den Raum abgeführt werden, diese Temperatur. Natürlich auch wieder hier kein Lüfter verbaut. Somit ist das Gerät schön flüsterleise. Ein Punkt muss ich aber noch zu bedenken geben. Das Gerät ist nach hinten etwas größer geworden, was ihr natürlich dann beim Aufbauen beachten müsst. Wir haben ja noch die alten Batterien. Das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Diese können hier weiter verwendet werden. Allerdings muss eventuell dann euer Turm neu platziert werden, denn wir brauchen nach hinten etwas mehr Platz. Und natürlich auch zu erwähnen, neben den alten Akkus gibt es natürlich jetzt auch die neuen Akkus, auch wieder mit einer 5 kWh Leistung. Das heißt, wir können das System auch übereinander stapeln mit den neuen Akkus und kommen hier auf eine Gesamtkapazität bis zu 30 kWh für diese Einheit. Das ist eine ganze Menge. Wenn ihr natürlich dann auch noch das PowerDock besitzt oder hier dazu kauft und von einem Elektriker installieren lasst, könnt ihr dann natürlich noch mehrere Einheiten parallel nebeneinander betreiben und könnt so eine riesen PV-Anlage mit diesem System aufbauen. Aber wichtig, das ist dann kein Balkonkraftwerk mehr. Hier müsst ihr dann natürlich die Regeln und Richtlinien beachten. Dann kommen wir zur Sicherheit oder zum Sicherheitskonzept. Das ist natürlich hier auch wieder vollends vorhanden. Das heißt, wir haben hier ein mehrstufiges Sicherheitskonzept, Brandschutzkonzept. Das heißt, das ist heutzutage sowieso generell sehr wichtig, denn somit seid ihr nochmal richtig abgesichert und habt natürlich auch volle Sicherheit in diesem System, sodass euch mit den Batterien oder mit dem System daheim nichts passieren kann. Und was ist natürlich noch zu erwähnen, wir haben hier viel mehr Ladezyklen. Das heißt, Anker gibt jetzt an, wir haben hier bis zu 10.000 Ladezyklen, die mit dem Gerät möglich sind. Wir können zu 100% tief entladen, somit haben wir die volle Power, die volle gespeicherte Power zur Verfügung. Und das ganze System, Anker gibt hier an, dass es bis zu 15 Jahre Lebensdauer oder Lebenszeit aushält. Damit seid ihr doch vollends gerüstet. Das heißt, hier haben wir nochmal richtig eine Schippe draufgelegt. Vergleichbare Geräte von der Konkurrenz halten meistens nur bis zu 6.000 Ladezyklen aus und haben bei weitem nicht so eine lange Lebensdauer. Aber was erwartet man sonst von dem Marktführer von Balkonkraftwerkspeichern Anker? Der hat halt hier jetzt nochmal ordentlich stark vorgelegt. So, und die richtige Installation, die will ich dann später vornehmen, aber nichtsdestotrotz möchte ich das Gerät einfach mal in Betrieb sehen. Ganz wichtig, ich empfehle euch, wenn ihr das System neu gekauft habt, steckt es doch erstmal hier mit dem Kabel in die Steckdose, nehmt es in Betrieb und schaut erstmal in der App, ob hier neue Updates sind. Diese zieht ihr auf das Gerät drauf und dann können wir eventuell auch unsere Speichererweiterungen drunter packen. Aber ganz wichtig, bevor ihr die Speicher drunter stellt, schaltet das Gerät komplett ab, trennt es vom Netz und erst dann stellen wir die Speicher drunter, die wir eventuell schon haben oder hier hinzugekauft haben. Denn ganz wichtig, das Aufrüsten der Speicher funktioniert nur, wenn das Gerät komplett abgeschaltet ist. Aber ich möchte es einfach mal schnell in Betrieb nehmen. Das heißt, wir haben hier den Stecker, den stecken wir hier seitlich rein. Ich hatte es euch vorhin ja schon gezeigt. Und ab damit in die Steckdose. Der Stecker steckt drin, es hat kurz Klick gemacht. Ihr seht, das System fährt selbstständig hoch und schaltet sich jetzt hier ein, macht einen kleinen Selbsttest und jetzt können wir es eigentlich auch gleich mit unserer App verbinden, denn das Symbol zur App-Verbindung ist hier drüben schon am Leuchten, am Blinken. Das heißt, wir laden uns die Anker-App herunter und verbinden uns mal damit. Wir klicken in der Anker-App auf die Plus-Taste und fügen das Gerät hinzu. Wir suchen einfach mal nach dem Gerät und schwupps, da ist es schon. Einfach draufklicken und installieren. Ganz wichtig, damit sich niemand von außen in euer Gerät einhackt, müsst ihr hier nochmal kurz bestätigen, dass ihr hier diese Verbindung aufbauen wollt. Einfach hier drüben drücken und schon läuft die Verbindung. So, und damit ist auch schon alles ready für den Start. Ihr seht, die Anlage läuft, es ist alles auf dem Bildschirm zu sehen und damit haben wir die Einrichtung abgeschlossen. Jetzt kommen wir nochmal zu dem versprochenen Akku oder zu der Akkufrage. Wie sieht es denn mit den Akkus aus? Was können wir denn hier alles drunter stellen? Wichtig, Anker, und das ist, muss ich bei diesem Hersteller massiv loben, ist einer der wenigen Hersteller, der Abwärtskompatibilität zu seinen alten Akkus mitliefert. Das machen viele andere Hersteller nicht und das nervt ungemein. Jedes Mal, wenn was Neues rauskommt, musst du neue Akkus kaufen. Ist hier nicht der Fall. Ihr könnt die alten Akkus mitverwenden. Ganz wichtig, wenn ihr die alten Akkus hier drunter stellt, schaltet das Gerät aus und bringt die Akkus nur hier drunter, wenn es komplett ausgeschaltet ist. Und auch ein weiterer Zusatztipp: Wenn ihr ältere Akkus habt, wird die Akkusortierung oder ist die Akkusortierung sehr, sehr wichtig. Ihr fangt mit dem schwächsten Akku unten an und arbeitet euch in der Kapazität nach oben. Das heißt, wenn ihr dann die nagelneuen 5 kW Akkus hier verwendet,
Achtet darauf, dass die so nah wie möglich an dem Speicher platziert sind. Und ganz wichtig, habt ihr noch die Vorgängermodelle. Ich habe diese auch noch hier, wie zum Beispiel den BP 1600 oder den BP 2700. Dann gehören die natürlich ganz nach unten. In meinem Fall wäre das hier der BP 1600. Der kommt ganz nach unten. Dann kommt der BP 2700. Und dann, wenn ihr euch hier den Zusatzakku noch dazu gekauft habt, der 5000er obendrauf und dann die Kopfeinheit erst. Erst wenn das alles steht, schaltet ihr das System wieder ein. Es macht wahrscheinlich ein kleines Update und somit habt ihr das auch alles dann verbunden. Was gibt es noch Spannendes zu berichten? Das ganze System oder der Anker-Speicher läuft auf der Plattform Anker Power OS und ganz wichtig für uns DIY-Enthusiasten, das System ist über eine lokale API erreichbar. Somit können wir es auch dementsprechend in unseres Home-Assistenten einbinden. So, und ich weiß, das Video ist schon wieder ziemlich lang geworden, deswegen es wird auf jeden Fall nochmal Folgevideos zu dem System geben. Ich muss es erstmal einbauen oder einbauen lassen. Und ganz wichtig, aber eine Sache kann ich mir einfach nicht verkneifen. Anker hat ja hier diese wunderschöne Backup-Steckdose. Jetzt will ich einfach mal testen, was das Ding wirklich kann. Ich habe jetzt hier mal meinen alten Werkstattlüfter geholt. Der schluckt so um die 2700, 2800 Watt. Ist eigentlich zu viel für die Steckdose. Aber wir testen es einfach mal. Das Gerät ist aktuell mit dem Stromnetz verbunden und ich habe mal die Einspeisung auf 800 Watt eingestellt. Das heißt, wir knallen jetzt 800 Watt ins Netz und schmeißen mal die Kiste einfach an. Wir sehen, das ganze System geht jetzt in den Bypass-Modus. Das heißt, wir ziehen hier deutlich mehr, als der Wechselrichter leisten kann. Und wir müssen hier noch 440 Watt aus dem Netz zuholen, weil das Gerät ja eine Leistungsgrenze von 2500 Watt hat. Ihr habt gesehen, das funktioniert tadellos und ich verbrenne hier gerade den Rücken. Aber jetzt schalten wir einfach mal die Netzverbindung aus und schauen mal, ob das Gerät trotzdem meinen Lüfter, auch wenn er ein bisschen mehr zieht, betreiben kann. Ihr seht, die Netzverbindung ist gekappt, die Backup-Steckdose läuft und wir schalten nochmal an. Und wie ihr seht, die Backup-Steckdose scheint auch das jetzt im Moment zu schaffen. 2,74 kW ziehen wir hier heraus, also 2740 Watt. Wichtig, die Backup-Steckdose ist für 2500 Watt ausgelegt. Das kann sein, dass das hier dann irgendwann in die Überlast geht und abschaltet. Aber ihr seht, auch das funktioniert tadellos. Dann machen wir noch mal ein anderes Szenario. So, und jetzt noch mal ein letzter Test. Der ist vielleicht für all diejenigen, die interessant, die das System als ganz normales Balkonkraftwerk weiterverwenden. Wichtig, wir können das natürlich auch über eine WLAN-Steckdose mit direkt eurem Haushalt verbinden. Wenn das ein Elektriker alles angeschlossen hat und angemeldet hat, können wir hier auch mit dem Gerät 2500 Watt in das Netz einspeisen. Dann haben wir doch schon eine ganz schöne Solaranlage. Aber die meisten von euch werden das Gerät als Balkonkraftwerk verwenden. Ihr könnt hier eure 800 Watt einspeisen, haben aber diesen wunderschönen 2500 Watt Wechselrichter. Können wir den trotzdem noch irgendwie nutzen? Na klar können wir den nutzen über die Backup-Steckdose. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel Staubsauger, Waschmaschinen oder andere Geräte anschließen. Jetzt habe ich mal ein etwas kleineres Gerät genommen, was nicht ganz so viel zieht wie mein Werkstattlüfter. Aber hier könnten wir das schön mal aufs Maximum ranziehen. Ich schalte jetzt das Gerät einfach mal ein. Wir schalten den Lüfter ein und wir sehen, der Lüfter hat hier 20 Watt. Das heißt, das kommt jetzt hier oben drauf. 800 Watt gehen ins Netz. Und die 20 Watt für den Lüfter werden jetzt hier durch die Backup-Steckdose abgegeben und wir kaufen nichts aus dem Netz ein. Dann können wir noch mal eine Schippe drauflegen, so irgendwas um die 700 bis 1000 Watt. Und ihr seht, das fährt jetzt hoch und wir haben jetzt hier 1000 Watt draufgelegt und haben jetzt hier einen Verbrauch von 1,79 kW, also 1800 Watt, grob über den Daumen. Das heißt, auch hier kaufen wir wieder nichts übers Netz ein. Ihr seht das, 0 Watt Input. Und wir nutzen mehr als die 800 Watt der Balkonkraftwerkregelung über unsere Backup-Steckdose aus. Und wichtig, währenddessen wir das machen, speisen wir immer noch 800 Watt ein. Jetzt fahren wir mal hier auf Volldampf. Und jetzt sind wir an der Grenze des Wechselrichters angekommen. Jetzt habe ich alles voll ausgereizt, sagen wir einfach mal so. Ich blende euch die App da drüben nochmal ein. Ihr seht, wir ziehen jetzt hier 2,5 kW, also 2500 Watt. Und ihr guckt mal da oben auf die kleine oder auf den kleinen Eintrag Eingang 0 Watt. Das heißt, wir kaufen immer noch nichts aus dem Netz ein. Hier der Lüfter braucht seine 1800, 1900 Watt, was auch immer er hat. Und alles, was überschüssig noch übrig ist, wird immer noch ins Netz eingespeist. Somit haben wir dann das System maximal ausgenutzt, obwohl wir es als ganz normales Balkonkraftwerk betreiben. Dementsprechend ist die Backup-Steckdose wirklich eine zusätzliche feine Sache. Und jetzt treiben wir das ganze Ding nochmal auf die Spitze. Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Machen wir es doch einfach mal, ziehen den Stecker. Ich lasse die Kamera hier drauf gerichtet. Ich ziehe jetzt einfach mal hier hinten den Stecker. So, und es hat eigentlich noch nicht mal gezuckt oder irgendwas. Der Lüfter läuft hier problemlos weiter. Wir haben hier eine wunderbare USV-Funktion. Wir sehen 1790 Watt gehen jetzt hier noch in meinen Lüfter.
Mit dem Netz sind wir nicht mehr verbunden, es kam eine Fehlermeldung und dementsprechend ist hier das auch eine super USV. So, und das soll auch erstmal für heute reichen. Fazit zu der ganzen Geschichte. Wir haben hier einen wunderschönen Turm gebaut. Anker hat hier wirklich verdammt viel richtig gemacht. Und noch wichtiger, wenn ihr nicht nur die 800 Watt einspeisen wollt, springt euch die Weiland-Steckdose an oder lasst sie euch anbringen und verwendet das System mit satten 2500 Watt Einspeisung in das Netz. Wenn ihr euch für das System interessiert, das System steht jetzt kurz vor dem Launch, schaut doch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch die Bezugsquellen, die Links und eventuelle Rabattaktionen, denn gerade beim Start gibt es hier auf das System sehr, sehr gute Angebote. Schaut einfach direkt unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Informationen. Wie geht's jetzt weiter? Ich werde jetzt hier den Turm mal aufbauen, installieren, eine gewisse Zeit testen und dann gibt es definitiv noch ein zweites Video. Deswegen teilt mir eure Meinung zu dem System mit. Was vermisst ihr bei dem System noch? Hat euch das System so gefallen? Würdet ihr es kaufen oder habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Kein Problem, stellt sie in die Kommentare und im nächsten Video werden wir darüber sprechen und ich werde euch die weiteren Möglichkeiten dieses geilen Systems erläutern. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, euer Marc auf YouTube.